Hello, good morning! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog! Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Diesen Dezember möchte ich euch mitnehmen durch meinen Alltag am anderen Ende der Welt und euch erwartet ein Video von Montag bis Freitag. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Hört ihr die Vögel? Die gute Nachricht ist, mein Rücken ist nicht total kaputt, also ich bin ultra verspannt, aber es hält sich in Grenzen. Also es ist echt okay, es ist kein Schleudertrauma oder so, Gott sei Dank, von dem Sturz vom Pferd, was ich euch gestern erzählt habe. Also die Sache ist, dass ihr das Video... Fliegt da ein Flugzeug vorbei? Diese Segelflieger sind manchmal so laut. Also es ist ja kein Segelflieger, sondern so ein kleiner Motor. Ah ne, sogar ein Heli. Okay. Okay, also weiter im Text. Mein Rücken ist mega verspannt, aber ich habe kein Schultertrauma. Mein Nacken ist fein, also es ist Gott sei Dank bin ich mit dem Schrecken davon gekommen. Ich bin so unfassbar dankbar mir selbst, dass ich diesen Helm auf hatte. Ich will mir echt gar nicht ausmalen, was ohne Helm passiert wäre, beziehungsweise unabhängig vom Helm hätte es ganz, ganz viel schlimmer sein können. Also das Pferd hätte auf mich draufsteigen können, als es dann über mich drüber ist und so. Also ich hatte echt mega Glück. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es daran liegt, dass ich eigentlich nicht reiten kann. Also vielleicht, natürlich hat es schon einen Einfluss, weil ich einfach das nicht habe kommen sehen, dass der Sattel nach vorne über den Nacken rutschen kann. Aber im Endeffekt war der Sattel wahrscheinlich einfach nicht fest genug gezogen. Und dadurch, dass ich halt selber nicht reite, sattle ich das Pferd ja auch natürlich nicht selber, sondern verlasse mich darauf, dass es vernünftig gemacht ist. Und ich will denen auch keine Schuld dran geben, das war einfach nur eine sehr unglückliche Situation, aber es ist ja im Endeffekt jetzt nichts passiert und ich bin mit dem Schrecken davon gekommen. Gestern habe ich dann trotzdem nicht gevloggt, weil ich eigentlich den kompletten Tag nur auf der Couch lag und gechillt habe und geschlafen habe. Weil irgendwie die letzten Wochen waren sehr anstrengend und keine Ahnung, ich habe einfach mal einen Tag Ruhe gebraucht und das wäre ein super duper duper langweiliger Vlog geworden, deswegen habe ich nicht gefilmt. Aber ich habe ja auch 2 Reservetage pro Woche, weil ihr ja nur von Montag bis Freitag ein Video bekommt. Was dann jedenfalls trotzdem passiert ist, dass Max irgendwie voll erkältet war und so und es war ja auch irgendwie klar, halt, er war ja auf Konferenz und dies, das und so und im Flug und hat voll wenig geschlafen und so. Und dann meinte so, ja, machen wir doch einfach mal einen Test, oder? Also halt Covid, weil wir haben noch Selbsttests zu Hause hier, die haben wir damals aus Deutschland mitgebracht. Und wir hatten beide noch nie Covid. Und wir dachten so, ja, okay, mach halt einfach mal einen Test. Wir haben ja eh irgendwie noch 30 Stück da oder so. Und er macht den Test und das ist einfach positiv. Scheiße. Und wir so, oh mein Gott, scheiße. Und in 5 Tagen kommen meine Schwiegereltern. Ich habe mich natürlich auch gleich getestet, ich bin negativ, ich bin auch heute noch negativ. Wir haben uns aber erst gestern Abend gemerkt, das heißt, es kann sein, dass ich mich gestern angesteckt habe, was bedeutet, dass ich erst in 3 Tagen dann positiv wäre und dann halt immer noch positiv bin, wenn meine Schwiegereltern kommen. Das wäre mega, mega, mega scheiße, weil dann kann ich ja nicht, also was heißt mega scheiße? Es gibt Schlimmeres, aber erstens einmal habe ich natürlich gar keine Lust, krank zu werden. Und zweitens wäre es für Vlogmas halt mega schade, weil ich dann halt gar nichts mehr machen kann. Und die ganzen Pläne, die ich jetzt halt habe, die müsste ich dann alle absagen. Also es gibt wirklich Schlimmeres. Ich habe jetzt irgendwie keine wichtige Prüfung oder irgendwie sowas. Ist einfach nur mega schade. Aber bis jetzt bin ich negativ und ich hoffe, es bleibt so. Wir haben uns jetzt auch direkt isoliert. Max ist jetzt im Homeoffice in seinem Büro, schläft auch in seinem Büro. Und ich habe quasi den Rest des Hauses. Also es ist jetzt quasi wieder so, als wäre mein Mann weg. Oh Mann, echt scheiße, wirklich. Aber ja, war klar, dass es uns irgendwann mal erwischt. Ich hoffe nur so sehr, dass ich entweder mich jetzt instant anstecke und halt heute noch krank werde oder gar nicht. Weil je länger es sich rauszögert, desto schlechter passt es in unsere Planung. Max geht's übrigens gut, der hat eigentlich nur Schnupfen und fühlt sich ein bisschen erkältet, kein Fieber und keine sonstige Sachen. Also ist auch am Arbeiten. Genau, so, also so viel zum Update. Und es ist irgendwie witzig, ich habe schon so lange keinen Test mehr gemacht, aber ich bin so froh, dass der nur einen Strich hat, da ist es. Wow. Naja,
Gut, wir nehmen es, wie es kommt. Ich bin jetzt am Schneiden, denn das ist jetzt natürlich hier eins meiner wichtigsten Aufgaben hier im Vlogmas. Und dann habe ich hier noch mein Müsli. Und so viel dazu. Dann mache ich mich jetzt mal wieder an die Arbeit, solange ich noch kann. Also ich habe mir jetzt gerade mein Mittagessen gemacht. Das ist Joghurt mit Müsli, Apfel und Bananenchips. Und jetzt gehe ich mal nicht auf die Terrasse, ich gehe in den Garten. Und dann kommt Max runter und macht sich sein Mittagessen. Und dann kann er innen bleiben, dann können wir wenigstens durch die offene Balkontür irgendwie ein bisschen kommunizieren und zusammen Mittagessen. Ich war auch schon mit dem Hund Gassi. Und es ist 11:45. Immer mit dabei jetzt wieder. Scheiße. So, Haifisch. Was ist da los? Mein Handgelenk sieht übrigens schon wieder ein bisschen besser aus. Der blaue Fleck ist fast komplett weg. Aber die Kratzer sind natürlich noch da. Und die Spieße sind leider Gottes auch immer noch in meiner Hand. Ja, ist gut. Zeig dich, wo du bist. Langsam. Ja. Oh je, ich habe hier mein Essen. Mann, beinahe wäre es passiert. So ein Frechdachs, vor allen Dingen jetzt hat er bestimmt die ganze Erde reingetragen. Stopp! Nein, 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 nein! Nicht so spät. Wie geht's dir? Krank. Nein, geht schon eigentlich. Erkältet halt, ne? Ja, aber nicht schlimm. Okay. Mir geht's alles gut. Na, zum Glück wenigstens das. Doch, doch. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer wird. Ich glaube, meistens ist es am Anfang ganz schlimm. Keine Ahnung. Mal schauen. Hier melde ich mich mal wieder. Ich habe ein anderes T-Shirt an, weil es der nächste Tag ist. Es ist gestern absolut nichts Spannendes mehr passiert. Ich bin ja zu Hause geblieben und ja, habe mal abgewartet. Und jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Mein Mann ist inzwischen wieder negativ. Yay! Was super gut ist. Also er ist voll glimpflich davon gekommen, nur mit ein paar Erkältungssymptomen. Wir können aber immer noch nicht ausschließen, dass ich mich angesteckt habe. Deswegen mache ich jetzt noch mal einen Test. Ich muss nämlich ein paar Sachen besorgen noch für die Ankunft meiner Schwiegereltern im Einkaufszentrum. Und ich glaube, es ist dort alles voll von Weihnachtsdeko, was so wild ist, weil es hat 30 Grad. Beziehungsweise, naja, heute hat es nicht wirklich 30 Grad. Heute ist mal ein kühlerer Tag mit nur 23 Grad. Aber ich kann euch mal zeigen, wie die nächsten 2 Wochen aussehen. Und das ist wirklich
völlig wild. Und ich habe euch auch gefragt, was ihr sehen wollt. Also hier könnt ihr mal sehen, seht ihr die Temperaturen? Die stehen hier in weiß. Also wir haben morgen 29, dann 32, 29, 31, 34, 27, 30, 30, 28, 28, 31, 32, 34, 32, 31. Also der Sommer ist jetzt richtig da. Heute ist der letzte etwas kühlere Tag und es ist so wild bei diesen Temperaturen Weihnachten zu haben, also dass eigentlich Weihnachten ist oder dann diese Bilder zu sehen aus Deutschland von dem vielen Schnee und so. Total crazy. Okay, ich bin auch noch negativ, das könnt ihr jetzt glaube ich nicht sehen. Yay! Also vielleicht habe ich Glück gehabt und ich habe mich nicht angesteckt, das wäre wirklich toll, weil dann kann ich übermorgen auch wieder zur Arbeit gehen. Ich habe gerade online teilgenommen an unserem wöchentlichen Meeting, aber es war irgendwie nicht so einfach, weil wir also ich weiß nicht, was das Problem ist, aber irgendwie kriegen sie kein gutes Mikrofon organisiert und das ist halt in einem großen Saal quasi, wo alle an einem riesen Tisch sitzen und dann hat halt einer sein Laptop an und dieses Laptop-Mikrofon, für das ist halt voll schwierig, den ganzen Ton von allen Leuten aufzufangen, die da am Tisch sitzen. Und die Akustik ist eh nicht so gut in dem Raum, wo wir immer die Meetings haben, also es ist echt schwer, da irgendwas zu verstehen. Aber ich habe so 40% ungefähr verstanden. Naja. Jedenfalls bin ich ganz erleichtert, dass das jetzt hier auch negativ ist. Das ist ganz gut, weil dann kann ich jetzt nämlich ohne schlechtes Gewissen ins Einkaufszentrum fahren und euch ein bisschen die ganze Weihnachtsdeko da zeigen. Ihr habt mich gefragt, wie denn die Chilenen so Weihnachten feiern. Und Weihnachten ist hier nicht so was Krasses wie in Deutschland. In Deutschland ist ja Weihnachten eigentlich schon der wichtigste Feiertag des Jahres. Das ist hier gar nicht so. Also hier ist der Dies de Ocho, also der Nationalfeiertag, der wichtigste Tag des Jahres. Tag der Arbeit ist auch voll wichtig. Und was jetzt dann am Freitag kommt, Maria Empfängnis, da pilgern auch immer viele. Das ist dann der, keine Ahnung wie vielte Dezember, der 8. Dezember dieses Jahr. Naja. Und Weihnachten kommt erst so auf der Ebene dann irgendwie. Ist eigentlich fast wie... Ich kann mir immer nie merken, ob Ostern oder Pfingsten wichtig ist hier. Eins von beiden ist wichtiger als in Deutschland und das andere spielt gar keine Rolle. Ich glaube, Ostern war wichtig und Pfingsten gibt es hier, glaube ich, nicht. Und Weihnachten ist, glaube ich, so ungefähr auf dem Level wie Ostern. Also nicht wirklich super wichtig. Es wird, soweit ich weiß, generell mit der Familie verbracht, aber wir können gerne bei Gelegenheit nochmal chilenische Freunde von mir fragen, dass die das erklären. So, dann gehe ich jetzt gleich mal in Stadt, ins Einkaufszentrum und besorge die Sachen für meine Schwiegereltern. Ich brauche 2 Prepaid-SIM-Karten, weil die SIM-Karten, die sie letztes Jahr hatten, die haben wir inzwischen anderen Freunden von uns gegeben, das heißt, die gibt es nicht mehr. Also die gibt es schon noch, aber die haben wir nicht mehr. Und dann brauche ich noch Handtücher, weil irgendwie haben wir echt wenig Handtücher. Also wir haben schon die ganze Zeit eigentlich sehr knapp nur Handtücher. Aber letzten Dezember haben wir uns noch irgendwie durchgewurschtelt, aber jetzt nervt es mich langsam selber wegen, deswegen hole ich jetzt nochmal große Kleiderbügel, weil mein Mann, als er in Brasilien war, Kleiderbügel mitgenommen hat, um seine Anzüge aufzuhängen und die dann leider im Hotel hat hängen lassen. Sehr gut, genau, das suchen wir jetzt mal und danach arbeite ich dann weiter.
Was voll interessant ist, ist, wenn es eine Sache in einem Laden nicht gibt, dann gibt es sie meistens in gar keinem Laden. Ich wollte zum Beispiel Toblerone kaufen und das ist jetzt der dritte Supermarkt, wo ich bin, wo es keine gibt. Falls ihr gerade die Nikoläuse gesehen habt, ohne die Gesichter. Es gibt hier keine Schoko-Weihnachtsmänner mit Gesicht, weil es gibt hier ein Gesetz, das verbietet, Spielsachen für Kinder zu verbinden mit Süßigkeiten. Also es darf quasi keine Süßigkeiten geben, die Gesichter haben oder so, also nicht gleichzeitig Spielsachen sind. Deswegen die Nikoläuse hier nur auf in einfarbiger Folie und ohne Gesicht. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch keine Überraschungseier hier oder so. So, Feierabend für heute. Max ist seinen ehelichen Pflichten nachgekommen und hat Abendessen gekocht und ich habe mich geduscht und fertig gemacht. Ich habe mich heute nochmal getestet, bin negativ und ich werde mich jetzt dann mit meiner Freundin Carmen auf ein Bierchen treffen. Aber erst essen wir noch zusammen. Er hat eine Pokeball gemacht und oh mein Gott, es sieht so unfassbar lecker aus. Moment, ich zeige euch das mal kurz. Oh mein Gott, sieht das nicht übertrieben gut aus? Wenn ihr das riechen könntet. Richtig geiler Reis, das ist Thunfisch, Poached Egg, Frischkäse, wobei, nee, das ist glaube ich nur Frischkäse, da ist glaube ich kein Ei drauf. Bohnen, Mais, Salat, oh mein Gott, das ist richtig geil. Gut gekocht. Dankeschön. Und raus in die Verbannung. Ja. Oh, Edo. Ja, da musst du wohl eine Michelada trinken heute Nacht. Heute Nacht. Oh je. Wow. Okay, also dann essen wir mal. So, ich bin angekommen im Barrio Italia mit Carmen. Es ist so Carmen. Es ist so ein fucking Zungenbrecher. Ich kann es nicht sagen, einfach mit meinem Mund, verstehst du? Ja, das ist komisch. Kami ist echt Kami. Also ich kann es fast nicht als, ich weiß, wie man es schreibt, aber es ist ich habe mir das kurz bestellt. Chaotische Situation. Was willst du trinken? Ich glaube alkoholfrei. Ich bin ja gerade richtig krass unterwegs. Trinkst du was mit Alkohol? Ich glaube nicht. Also es kommt darauf an, ob sie den Alkoholfrei haben. Aber ich glaube... Wenn sie einen alkoholfrei haben, dann... Ansonsten trinke ich ein Bier mit Alkohol, aber ich glaube... Ich schau mal. Alkohol wäre normal. Ja. Dos cervezas son cuerpos, una estrella y una... Keine. Sí. Y la tuya enchilada, ¿no? Enchilada. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Rooftop-Atmosphäre, oh my gosh, Santiago de Chile. So great, yes. War voll dabei. Wirklich, oh mein Gott. Das macht voll die guten Videos. Es fehlt eigentlich voll der Cocktail oder so. Ja. Und wir sitzen hier voll allein, uns beobachtet nicht mal irgendeiner beim Film. Das ist voll geil eigentlich. Ja, Mann. Ja? Hey, wie cool, dass man sich selber sieht. Mega, oder? Ja. Hey, wie macht man hier aus da oben, ne? Da oben machen wir aus, ja. Die Skyline, die nicht vorhandene. Also nicht wirklich. So, Chicos, mein Kameraakku ist leider leer. Ich laufe jetzt gerade heim zur Bushaltestelle. Also ich laufe zur Bushaltestelle und dann fahre ich den Bus an. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie halbwegs unterhaltsam war. Aber so wie es aussieht, kommen wir beide mit dem Schrecken davon. Und ab morgen geht wieder der normale Alltag weiter. Ich hatte mich ja jetzt vorhin nochmal getestet, habt ihr ja gesehen.
Deswegen war ich jetzt schon aus. Ich erwarte jetzt eigentlich dann morgen kein anderes Ergebnis. Und wenn Max morgen früh auch noch negativ ist oder wieder, ist jetzt auch zweimal negativ getestet, geht er morgen auch wieder in die Arbeit und wir können weitermachen mit normalen Vlogmas. Yay! Okay. So, ich packe jetzt mal mein Handy weg. Davon ist eine große Straße und ich möchte nicht, dass sie mir das Handy abziehen. Wir sehen uns morgen wieder.